Faktorprämien sind statistisch erwiesene Treiber von Rendite und Risiko in einer Assetklasse, wie zum Beispiel eben bei Aktien, Anleihen oder Immobilien. Damit sind also die Faktoren gemeint, die nachweislich einen Einfluss auf die Rendite von Aktienportfolios in diesem Fall haben könnten. Um ein halbwegs passendes Beispiel dazu aus dem Sport zu nennen: Innerhalb einer Basketballmannschaft gibt es in der Regel 10 bis 20 Teammitglieder, die da spielen könnten oder die im Training dabei sind. Jeder von ihnen hat Fähigkeiten, ein anderes Skill-Level eben. Jeder erwirtschaftet also auf eine andere Art und Weise eine gewisse Rendite für das Team. Der eine hat ein besseres taktisches Verständnis, der andere kann besser werfen und noch ein anderer ist unglaublich groß und kann das ausnutzen. Genau diese Faktoren spielen natürlich für jeden einzelnen Spieler beziehungsweise eben auch jeder einzelnen Aktie oder jedem einzelnen ETF eine Rolle. Bei der Zusammenstellung der Spieler bzw. Aktien oder ETFs, die der Trainer oder eben der Anleger aufs Spielfeld bringen möchte oder bringt, berücksichtigt er natürlich diese Eigenschaften und Fähigkeiten oder eben Faktoren. Am besten deckt eine Basketballmannschaft natürlich die wichtigsten Fähigkeiten alle ab, also die wichtigsten Faktoren, um erfolgreich zu spielen. Am besten ist ein großer Spieler dabei, schnelle Spieler und jemanden mit taktischem Verständnis braucht man auch in der Regel, um Spielaufbau kreieren zu können. Natürlich beeinflussen sich auch alle Faktoren gegenseitig. Ein Spieler, der außergewöhnlich groß ist, ist in der Regel nicht so schnell wie kleinere Spieler. Und Spieler, die groß sind, spielen in der Regel unter dem Korb und werfen auch nicht so viel von außen. Natürlich, wenn man jetzt einen Spieler hat, der gut werfen kann und groß ist, sind das natürlich Kombinationen bzw. Faktoren, die sich gegenseitig befeuern und zu einer Überrendite führen könnten, wie beispielsweise früher bei Dirk Nowitzki. Lange Rede, kurzer Sinn: Faktorprämien sind Faktoren beim Investieren, die man bewusst übergewichtet, um eine bessere Rendite zu erzielen, ohne gleichzeitig das Risiko signifikant zu erhöhen. Und dieser letzte Satz ist auch nochmal ganz wichtig. Ich könnte natürlich beim Basketball, wenn ich feststelle, durch große Spieler kriege ich eine massive Überrendite, einfach 5 riesige Spieler aufstellen. Wenn ich dann aber gegen eine Mannschaft spiele, die wesentlich schneller ist als ich, habe ich mit meinen großen Spielern das Problem, dass ich zwar auf einen Faktor gesetzt habe, der mir sehr viel hilft, der aber auch eben viele andere Faktoren unabgedeckt lässt und die mir dann insgesamt wieder Nachteile bringen. Oder eine negative Rendite oder eine schlechte Rendite, periodenweise. Folgt auf Instagram dem Kanal Tech Aktien. Der Kanal versorgt dich mit allen News rund um die Börsen dieser Welt und sorgt mit guten Memes auch immer wieder für gute Laune zwischendurch. Die am besten wissenschaftlich belegten Faktorprämien bei Aktien sind Small-Size-Aktien, also Unternehmen, die noch eine sehr kleine Marktkapitalisierung besitzen. Diese tendieren dazu, stärker zu wachsen in bestimmten Zeiträumen. Solche Aktien sind in einem Small-Cap-ETF zum Beispiel zu finden. Ein Small-Cap-ETF ist daher sozusagen ebenfalls ein Single-Factor-ETF, das heißt ein ETF, der genau eine Faktorprämie abbildet. Das ist dann beispielsweise der iShares MSCI World Small-Cap ETF. Mit Ausnahme des Zeitraums 1989 bis 1998 hat dieser Faktor in der Theorie immer besseres Wachstum erwirtschaftet als der Gesamtmarkt. Als Indikator für den Gesamtmarkt kann man beispielsweise einen klassischen All-World-Index nehmen oder einen MSCI World-Index, also in der Regel einen Index, der ausschließlich nach Marktkapitalisierung gewichtet ist. Dann gibt es noch den Faktor Value, also Wert. Damit sind Unternehmen gemeint, die in der Regel ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis oder Kurs-Buch-Verhältnis haben. Unternehmen, die also in der Regel hohe Gewinne erwirtschaften, dafür aber noch einen niedrigen Aktienkurs bzw. eben eine niedrigere Marktkapitalisierung aufweisen. Auch für diesen Faktor gibt es einzelne ETFs, wie zum Beispiel den X-Trackers MSCI World Value ETF, der diesen Faktor in das Zentrum seines Investments stellt. Allerdings ist bei diesem Faktor keine wesentliche Überrendite in den letzten 3 Jahrzehnten nach Abzug der Mehrkosten feststellbar. Dann gibt es die Faktorprämie Quality. Dieser Faktor setzt auf Unternehmen mit niedriger Verschuldung, stabilen Erträgen, kontinuierlichem Vermögenswachstum und einer starken Corporate Governance. Auch Unternehmen mit diesen Merkmalen erwirtschaften in einigen Marktphasen mehr Rendite oder Kurswachstum als der Durchschnitt. Abbildbar ist dieser Faktor beispielsweise durch den iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF. Den Faktor Momentum haben wir bereits in unserer ETF-Analyse zum iShares Edge MSCI World Momentum Factor ETF vorgestellt. Hier basiert der Faktor auf der Theorie, dass Aktien, die über einen gewissen Zeitraum ein gutes Kurswachstum hingelegt haben, dieses Kurswachstum auch trendgemäß einige Zeit lang weiterhin beibehalten werden. Hier werden also immer wieder Aktien mit einem guten Momentum aufgenommen, nach festen Regeln und Zeitintervallen. Auch dieser Faktor ist nachweislich in einigen Marktphasen
durch Überrendite in Erscheinung getreten. Ein weiterer bekannter Faktor ist das politische Risiko. Häufig wird für die Abbildung des politischen Risikos das Investment in Schwellenländer, also in die Emerging Markets, forciert. Der Faktor erklärt sich im Wesentlichen mit einer Entschädigung für ein höheres Risiko, welches unter anderem infolge politischer Instabilitäten, Korruption oder einem mangelnden Rechtssystem bzw. fehlender Gewaltentrennung resultiert. Dieser Faktor wird beispielsweise durch den Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF abgebildet. Der iShares Core MSCI Emerging Markets IMI ETF ist übrigens hier ein Spezialfall. Der Zusatz IMI signalisiert, dass hier sowohl in diesem ETF in die Schwellenländer an sich als auch in die Small-Cap-Unternehmen aus diesen Schwellenländern investiert wird. Diesen ETF, der sowohl den Faktor politisches Risiko als auch zu einem gewissen Grad eben Small-Cap-Aktien beinhaltet, haben wir euch bereits in einer Analyse vorgestellt, verlinkt oben auf dem i und in der Videobeschreibung. Der SPDR MSCI All Country World IMI ETF ist in dieser Hinsicht auch ein Spezialfall. Er bildet sowohl die Industrie als auch die Schwellenländer ab und gleichzeitig investiert er noch in die Small-Cap-Aktien aus beiden Regionen. Genau genommen sind in diesem ETF also die Faktoren politisches Risiko und Small-Cap plus ein Investment in die klassischen Industrienationen vereint. Die benannten Faktorprämien sind also in vielen bekannten und großen ETFs teilweise sogar eben direkt mit enthalten. Durch das Übergewichten von Faktorprämien in einem Portfolio kann dessen Rendite im Vergleich zu einer angemessenen marktneutralen Benchmark, wie beispielsweise einem All-World ETF oder einem MSCI World, phasenweise übertroffen werden. Daher stammt auch der Name Faktorprämie. Damit besteht jetzt für den Anleger die Möglichkeit, die einzelnen Faktoren nach Belieben zu kombinieren. Dabei wird zwischen dem sogenannten einfachen Multifactor Investing und dem integrierten Multifactor Investing unterschieden. Entweder pickt man sich also einzelne Single-Factor ETFs, wie eben den erwähnten Small Cap ETF, einen Emerging Markets ETF oder einen Momentum ETF heraus und gewichtet diese ETFs nach eigenem Ermessen. Dann würde man seine eigene persönliche sogenannte einfache Multifactor-Strategie im eigenen Portfolio entwickeln. Oder man setzt gleich auf ETFs bzw. auf einen ETF, der bereits mehrere Faktoren gleichzeitig abbildet. Das wäre dann das sogenannte integrierte Multifactor Investing. Beispiele dafür sind der iShares MSCI World Multifactor ETF oder der HSBC Multifactor Worldwide Equity ETF. In der Regel hat man hier generell beim Multifactor Investing immer mit höheren Gesamtkostenquoten von teilweise über 0,5% zu tun, da die Abbildungen komplexer sind als die eines einfachen MSCI World Index. Wobei der HSBC Multifactor Worldwide Equity ETF sogar nur eine Gesamtkostenquote von 0,25% vorlegt. Wichtiger Unterschied zwischen dem integrierten Multifactor-Ansatz und dem einfachen Ansatz ist, dass beim einfachen Ansatz die Diversifikation in mehrere tausende einzelne Aktien gegeben ist, während der integrierte Ansatz in der Regel weniger breit diversifiziert ist, dafür aber in der Regel eine leicht bessere Rendite erzielt. Beim einfachen Ansatz wird der Multifactor-Ansatz auf ETF-Ebene ausgeführt. Man kombiniert also diverse ETFs, die jeweils primär einen einzelnen Faktor beinhalten. Beim integrierten Multifactor-Ansatz wird die Faktorauswahl hingegen nur innerhalb eines ETFs vorgenommen, das heißt auf Aktienebene. Hier werden primär Aktien ausgewählt, die möglichst viele oder sogar alle angestrebten Faktoren gleichzeitig erfüllen, beziehungsweise eben Aktien aussortiert, wenn sie beispielsweise lediglich Large-Cap-Aktien sind. Das bedeutet natürlich auch, dass insgesamt weniger Aktien in diesem ETF enthalten sind als beispielsweise in 5 verschiedenen Single-Factor-ETFs. Übergewichten bedeutet übrigens, dass man den einzelnen Faktor in seinem persönlichen Portfolio größer gewichtet als in der Marktkapitalisierung des weltweiten Marktes üblich. So beträgt beispielsweise der Anteil von Small-Cap-Aktien weltweit, also an der gesamten Marktkapitalisierung, ca. 15%. Wenn wir jetzt in unserem Portfolio einen Small-Cap-ETF mit insgesamt mehr als 20% gewichten, dann haben wir schon auf diesen Faktor gesetzt und ihn übergewichtet. Gleiches gilt für die Emerging Markets. Gemessen an der Marktkapitalisierung kommen die Emerging Markets gerade einmal auf 10 bis 15% mit ihren Aktien weltweit. Gewichtet man hier die Emerging Markets insgesamt in seinem Portfolio höher als 15%, so betreibt man auch hier Faktor Investing. Je vielfältiger eure Themen-ETFs oder Unter-ETFs sind, die ihr habt, und je mehr Aktien, also Einzelaktien ihr kauft, desto unübersichtlicher wird es daher natürlich auch in eurem Portfolio, um zu erkennen, welche Faktoren ihr jetzt hier in Wirklichkeit abgebildet habt. Ganz wichtig ist aber auch, wenn wir nur in einen MSCI World ETF investieren würden
und in unserem Portfolio gar keine Small-Cap-Werte einbinden würden, dann wettet man genau genommen sogar gegen den Faktor, weil man ihn überhaupt nicht abbildet und damit untergewichtet. Gleiches gilt dafür, wenn wir in unserem Portfolio gar keine Emerging Markets abbilden, dann wetten wir darauf, dass die Emerging Markets oder eben der Faktor politisches Risiko keine Überrendite erwirtschaftet, beziehungsweise ihr verzichtet eben aktiv auf diesen Faktor. Hier sehen wir gut und übersichtlich dargestellt, dass in einzelnen Marktphasen die unterschiedlichen Faktoren unterschiedlich stark performt haben. Zwischen 1989 und 98 lag der Small Cap Factor beispielsweise mehr als 3% hinter der Marktperformance. Von 1999 bis 2008 jedoch wieder mit knapp 5% vorne. Generell ist es dem Anleger natürlich selbst überlassen, welche Faktorprämie er jetzt wie stark gewichtet. Ein richtig und ein falsch gibt es hier nicht und es ist nicht garantiert, dass zu jeder Marktphase jeder Faktor eine Überrendite erwirtschaften wird. Daher ist dieser Ansatz nur mit einem langen Anlagehorizont sinnvoll, um eben auch Durststrecken von 10 bis 20 Jahren durchzustehen. Maßgebliche Kurstreiber zuletzt über die letzten Jahre waren vor allem die Tech-Aktien, die in der Regel eher in der Faktorprämie Momentum enthalten sind, da es sich hierbei häufig um Unternehmen handelt mit hohem Schuldenstand, wenig Gewinn, keiner Dividende und hohem KGV. Die Kanalmitglieder können übrigens abstimmen, welche Aktien- bzw. ETF-Analyse wir in der kommenden Woche machen sollen. Um mehr zu erfahren, klicke auf den Button Mitglied werden unter dem Video. Wir sehen uns in der kommenden Woche wieder bei der nächsten Aktien- oder ETF-Analyse. Bleibt gesund. Dieses Video ist keine Finanz- oder Anlagenberatung. Die Vortragenden und Produzenten können nicht haftbar gemacht werden, wenn ihr mit dem Handel von Wertpapieren Verluste erwirtschaftet. Dieses Video dient einzig und allein der Unterhaltung.